Willkommen zurück bei Love is Blind Cloud Edition, im Experiment, wo sich Kunden und Dienstleister aus dem Bereich Cloud kennenlernen, ohne sich vorher zu sehen. In der letzten Episode haben wir 4 Unternehmer kennengelernt. Ein Hersteller von Elektronikkomponenten, der mehr aus den Produktionsdaten herausholen will. Ein Eventveranstalter, der seine Events besser planen will. Ein Fintech-Unternehmer, der sich überlegt, in die Cloud zu gehen. Und ein Bergbauer, der den Idealzeitpunkt wissen will, um seine Geissen zu melden. Heute schauen wir, welche Lösung Optium 4.0 für diese Herausforderungen parat hat. Los geht's! Ich bin ehrlich, Stefanie. Die Vorstellung, dass wir den ganzen Eventprozess digitalisieren, macht mir Bauchweh. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber wir haben schon oft so Projekte in diesem Umfang umgesetzt und wissen daher auch, auf was es ankommt. Du hast von Automatisierung geredet. Was meinst du damit genau? Mit den Möglichkeiten der Cloud sind wir eigentlich in der Lage, relativ schnell und einfach Applikationen zu entwickeln, die dir dann auch helfen, deine tägliche Arbeit zu vereinfachen. Wir haben auch die Möglichkeit, intelligente Workflows umzusetzen, damit du dann auch Zeit sparst im Alltag. Aber wie stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeitenden nicht überfordert sind? Wir bei Option 4.0 legen extrem viel Wert auf Co-Creation. Das heisst, wir wollen eigentlich gemeinsam mit euch die Ideen für die Lösung entwickeln, damit sie auch effektiv auf eure Bedürfnisse passt. Und mit Adoption und Change schauen wir eigentlich, dass wir alle Leute, alle Mitarbeiter mit auf die Reise nehmen und sicherstellen, dass sie auch gut und richtig mit dieser Lösung umgehen können. Okay. Ich verstehe, dass der Schritt in die Cloud für euch ein großer Sprung ist. Wir versuchen das so einfach wie möglich und auch so sicher wie möglich für euch zu gestalten. Und wie sieht das konkret aus? Wir beginnen damit, eure Infrastruktur zu analysieren und Daten sowie Schlüsselanwendungen zu identifizieren, die in die Cloud verlagert werden sollen. Analysieren? Das habe ich schon mega oft gehört. Bekommen wir dann auch irgend so ein 50-seitiges Strategiepapier? Nein, wir sind keine PowerPoint-Consultants. Wir sind hands-on. Anpacken statt reden. Und was kostet denn das Ganze? Bestimmtes Gewähr? Nein, je nach Budget können wir dir für die Umsetzung der Lösung auch Nearshoring anbieten. Swissness ist aber immer garantiert, da dein Hauptansprechpartner immer in der Schweiz sein wird. Und wo ist jetzt genau der Haken? Eben, wir haben von Industrial IoT geredet. Da tun wir eure Maschinen- und Produktionsanlagen an eine zentrale Datenplattform auf der Cloud anschliessen. Damit sie dort analysiert werden können? Ja, analysiert und visualisiert, damit eure Prozessingenieure einen Einblick bekommen und ihr so euren Betrieb optimieren könnt. Und wie würden wir das starten? Also wie sieht das Vorgehen aus? Ja, ganz einfach. Wir würden zu euch kommen, einmal in der Produktion schauen, wie ihr arbeitet, mit euren Mitarbeitenden reden und das Ganze mal aufnehmen. Okay, also sehr praxisnah. Ja, genau. Und nachher würden wir die Erkenntnisse zusammenfassen, einen Vorgehensplan mit euch zusammen entwickeln und dann auch mit euch zusammen dann durchgehen, dass ihr Schritt für Schritt seht, wie das entsteht und was wir genau machen. Super. Tönt, als ob ihr würdet genau verstehen, was wir brauchen. Also, Tenzin, was ist jetzt mit dem Machine Learning? Mit Machine Learning kannst du Muster in grossen Mengen von Daten finden, zum Beispiel Videos. So können wir deine Geissen mit Videos überwachen. Die Videos werden dann in der Cloud analysiert und wenn das Verhalten von deinen Geissen zeigt, dass der ideale Zeitpunkt zum Melken da ist, bekommst du ein SMS. Ein SMS? Von wem? Von der Cloud? Ja, von der Lösung. Die Menschen mit dieser Technik kann ich dann besser auf meine Geissen aufpassen. Ja, genau. Es ist wie ein digitaler Hirte, der dir hilft, deine Herde im Blick zu behalten und dann eingreifen, wenn es braucht. Das klingt wie Zukunftsmusik. Was für eine spannende Fortsetzung. Gespräche von heute haben gezeigt, es geht nicht nur um Technologie, sondern auch darum, wie die Technologie die Arbeit und das Leben der Menschen verbessert. Nächste Woche steht die grosse Entscheidung an. Wer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Cloud-Partner sehen wollen, bleibe dran für eine spannende Enthüllung bei der letzten Episode von Love is Blind Cloud Edition. Bis dort, einen schönen.